Fast alle Filterhersteller bestücken ihre Filter ab Werk falsch oder unlogisch. Wenn du das änderst, dann hast du eigentlich in fast jedem Filter noch wirklich ungenutztes Potenzial, was du freigeben kannst. Alleine wenn du schon die Reihenfolge der Filtermedien in deinem Filter änderst, kann das bereits zur Verbesserung der Filterleistung führen. Und deshalb zeige ich dir einmal, wie ich meine Filter bestücke und vor allem in welcher Reihenfolge ich sie bestücke, mit welchen Filtermaterialien und wie so ein Filter idealerweise laufen sollte, damit du das Maximum an Filterleistung rausbekommst. Bisher war es ja so, dass das Thema Filterung hier auf meinem Kanal keine allzu große Rolle gespielt hat, weil ich einfach in meiner Zeit als Aquarianer und Aquascaper die Erfahrung gemacht habe, dass je nachdem, wie ich meinen Filter bestücke, eigentlich die Filterung des Wassers relativ ähnlich ist. Ich hatte also bisher nie den Drang zu sagen, ich muss an meinem Filter was optimieren, weil das hat trotzdem einfach immer funktioniert. Aber ihr wisst ja bereits, dass ich auch ein großer Verfechter von dem Satz bin, nur weil etwas schon immer funktioniert hat, muss es nicht heißen, dass es richtig ist. Und wenn man sich mal intensiver mit einem bestimmten Thema auseinandersetzt, erkennt man meistens, dass dort noch einiges an Nachholbedarf und einiges an Verbesserungspotenzial übrig ist. Und genau das ist jetzt eben beim Thema Filter der Fall. Ein kleiner Disclaimer vorweg. Das, was ich euch heute zeige, basiert größtenteils auf einem Video von Pond Guru. Das Video ist auf Englisch und ich verlinke dir das einmal unten in der Videobeschreibung, denn der hat sich den Oase Biomaster vorgenommen und den seiner Meinung nach optimiert und an vielen Stellen verbessert. Und einige der Verbesserungen, die er durchgeführt hat, werde ich jetzt hier auch durchführen. Ich werde das nicht alles genauso machen wie der Pond Guru, weil ich von manchen Dingen auch sage, na, das ist wirklich nicht unbedingt nötig. Aber schau dir das Video gerne einmal an. Wie gesagt, ist auf Englisch. Da findest du nochmal mehr Input zur Optimierung deines Filters. Um zu verstehen, wie du einen Filter am besten bestücken solltest, musst du zuerst verstehen, wie ein Filter funktioniert und wie das Wasser in einem Filter fließt. Und deshalb nehmen wir uns einmal als Beispiel hier meinen Oase Biomaster Thermo 250. Das ist der an meinem Ancient Woodscape läuft, also an dem 60-40-40. Ist jetzt einmal abgebaut, weil ich den jetzt einmal umbestücken werde und um dir einmal zu zeigen, wie das Ganze so funktioniert. Bei dem Oase ist eine Besonderheit der große Vorfilter. Das ist etwas, was viele andere Außenfilter nicht haben und das ist ein Alleinstellungsmerkmal für den Biomaster hier und nicht ausschließlich, aber einer der Hauptgründe, warum ich diesen Filter wirklich gerne benutze. Der Wasserfluss für diesen Filter ist also so, das ganze Wasser wird angezogen, wird dann seitlich hier in diese Vorfilterkammer reingepumpt. In der Vorfilterkammer selber, wenn wir die mal auseinandernehmen, haben wir solche Schwämme. Das ist also der Bereich, mit dem das Wasser zuallererst in Kontakt kommt. Zuallererst geht das Wasser durch diese Schwämme durch, das heißt grober Schmutz bleibt bereits hier hängen. Dann wird das Wasser sozusagen innerhalb dieser Röhre, da ist so eine kleine Röhre mit Löchern, von da aus wird das Wasser wieder angesaugt und geht dann über eine dieser Seitenöffnungen zurück in die Hauptfilterkammer. Und jetzt schauen wir uns also einmal die Hauptfilterkammer entsprechend an. Da funktioniert das Ganze so, dass das Wasser aus dem Vorfilter zuerst einmal durch die Heizkammer geleitet wird. Das ist ja hier die Thermo-Variante, das heißt, da steckt normalerweise mein Heizstab drin. Habe ich jetzt einfach nur zu Vorführzwecken rausgelassen. Beim normalen Biomaster ohne das Thermoelement geht das Wasser halt direkt unten rein und fängt dann an von unten, also von ganz unten nach oben zu steigen. Und hier oben auf dieser Fläche, da kommt noch so ein kleines Gitter oben drauf, wird das Ganze dann wieder von der Pumpe angesaugt und nach draußen befördert. Das heißt, das Wasser fließt von unten, also vom untersten Filtermaterial hier nach oben. Und jetzt schauen wir uns mal an, was da alles an Filtermaterialien drin ist. Das fängt hier oben an mit einem relativ feinen, relativ dünnen Filterschwamm. Dann kommt als nächste Filterkammer ein gröberer, dickerer Filterschwamm. Dann kommt als nächste Filterkammer nochmal der gleiche gröbere, dicke Filterschwamm. Und dann kommt als unterste Filterkammer das biologische Filtermaterial von Oase. Bei dem müssen wir jetzt zuerst einmal ansetzen. Ganz generell ist diese Reihenfolge erst schon mal ein bisschen unlogisch. Denn das Wasser wird jetzt durch den Vorfilter geschickt, das heißt, grober Schmutz bleibt an dem Vorfilter hängen. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass unser Wasser schon komplett sauber ist. Biologisches Filtermaterial hat die Aufgabe, durch die Bakterien, die sich dort drin ansiedeln, das Wasser biologisch zu reinigen, das heißt Schadstoffe abzubauen. Dieses Filtermaterial ist nicht dafür da, um physikalische Partikel festzuhalten. Algensporen, irgendwelche Staubreste, irgendwelchen aufgewirbelten Dreck oder so. Das ist alles Aufgabe der Schwämme. Das heißt, wenn mein Wasser zuallererst auf dieses Material hier trifft, dann kann die biologische Reinigung natürlich vonstatten gehen,
Aber das Material setzt sich halt auch sehr schnell zu mit Dreck, der eigentlich nicht mehr da sein sollte. Der nämlich eigentlich in diesen ganzen Schwämmen hängen sollte. Und das bedeutet, diese Reihenfolge müsste eigentlich umgekehrt sein. Wir sollten nämlich in Wahrheit anfangen mit einem groben Filterschwamm, der zuallererst mal die ganzen groben Partikel und Schmutzreste fernhält. Da haben wir 2 von, also nehmen wir auch beide. Dann sollte eigentlich der feine Filterschwamm kommen. Jetzt ist es so, dass dieses Tray aber auf jeden Fall oben stehen muss, weil da noch der Deckel drauf kommt. Das heißt, wir nehmen einfach hier diesen Schwamm mal raus, nehmen hier das Biomaterial raus, legen den hier rein. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Platz, das ist aber gar nicht schlecht, da kommen wir gleich nochmal zu. Das kommt jetzt also als nächstes. Und dann kommt nach ganz oben die Filterkammer mit dem biologischen Material. Jetzt muss man aber sagen, dass dieses biologische Material hier konkret von Oase, das nennt sich Helix, das ist eigentlich aus dem Teichfilterbereich. Und das ist ein biologisches Material, was darauf ausgelegt ist, bewegt zu werden. Das befindet sich in sogenannten Moving Bed Filtern. Dafür ist das ausgelegt. Und das bedeutet eben, dass die Oberfläche, die zur Besiedlung von Bakterien hier genutzt werden kann, im Fall eines statischen Filters, wie das ja hier der Fall ist, also dieses Material bewegt sich ja nicht, da fließt einfach nur Wasser durch, mehr nicht, ist das ungeeignet. Und deshalb packen wir das auch direkt einmal weg und ersetzen das gleich durch ein anderes Material. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal die richtige Reihenfolge der Filtermaterialien. Nämlich die, dass das Wasser so gut es geht erstmal von allen physischen Rückständen gesäubert wird, bevor es das biologische Filtermaterial überhaupt erreicht. Ich gehe gleich darauf ein, was wir hier als biologisches Material einsetzen. Ich will vorher noch einmal als anderes Beispiel hier einen JBL Crystal Profi E702 zeigen. Die JBL-Filter sind eigentlich neben den Oase-Filtern die ich hier immer einsetze. Die haben den Nachteil in Anführungszeichen des nicht vorhandenen Vorfilters, sie sind aber eben auch deutlich günstiger. Also das ist eigentlich so mein Lieblingsfilter, wenn es darum geht, günstiger Außenfilter, dann würde ich dir mal den hier empfehlen. Das hier ist mein Lieblingsfilter, wenn es darum geht, Thermofilter und ein bisschen mehr Features. Jetzt gucken wir uns mal an, wie JBL die Filter standardmäßig bestückt. Also, hier ist übrigens der Wasserfluss so, dass das Wasser am Rand eingesaugt wird und dann nach unten fließt und dann in der Mitte wieder hochgesaugt wird. Zumindest so in der Theorie. Und hier sehen wir jetzt also zuerst sehr grober Schwamm als Vorfilter. Das ist schon mal ganz gut. Direkt darunter befindet sich noch ein feinerer Schwamm. Der macht das Ganze also einerseits als Vorfilter noch ein bisschen sinnvoller, wobei viel Wasser auch hier an der Seite entlang fließen kann. Gleichzeitig sehen wir aber auch hier schon feiner Filterschwamm. Zuletzt ist nicht ganz so verkehrt. Aber nächstes Tray, grober Filterschwamm, alles klar. Unterstes Tray, biologisches Filtermaterial, natürlich. Das heißt, auch hier müssten wir einfach ganz am Anfang einmal hergehen und sagen, dieses Tray mit dem groben Filterschwamm kommt nach ganz unten, da drüber kommt erst das Tray mit dem biologischen Filtermaterial und dann kommt der Vorfilter wieder oben drauf und dann haben wir eine sinnvolle Anordnung der Filtermaterialien in diesem Filter. Kommen wir jetzt also mal zu dem biologischen Filtermaterial und hier möchte ich dir einmal Unterschiede aufzeigen zwischen den verschiedenen Materialien und hier auch 2 Empfehlungen abgeben, nämlich für biologische Filtermaterialien, die ich am sinnvollsten halte. Auch nochmal ganz kurz, weil ich das noch nicht gesagt habe als Disclaimer, dieses Video ist nicht gesponsert. Ja, diese Filter wurden mir alle zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal gesponsert. Die ganzen Materialien hier nicht, die habe ich mir selbst gekauft. Also beim biologischen Filtermaterial ist wichtig, du brauchst Besiedlungsfläche für Bakterien. Das bedeutet, das Material, was du dort einsetzt, sollte möglichst porös sein. Je poröser ein Material, umso mehr Oberfläche hat es, weil ja jedes kleine Loch auch nochmal eine innere Oberfläche hat und wieder eine innere Oberfläche und so weiter und so fort. Und je größer diese Porosität, je größer diese Oberfläche ist, umso mehr Bakterien können sich dort ansiedeln. Das bedeutet auch, es ist nicht entscheidend, wie viel biologisches Filtermaterial als Masse du in den Filter einfüllst, sondern es ist alleine entscheidend, wie groß ist die Oberfläche dieses Materials. Denn es kann durchaus sein, dass ein Material, wovon du nur so ein kleines Häufchen hast, eine insgesamt viel größere Oberfläche hat, als ein Material, wovon du mehrere Kilos hättest. Das heißt, Masse alleine sagt überhaupt nichts aus. Jetzt hast du gerade in dem JBL-Filter schon gesehen, diese weißen Kügelchen. Das ist eine Art Keramik. Dann, was du auch ganz häufig siehst, sind diese Tonröhrchen hier. Das ist so eins der typischsten biologischen Filtermaterialien überhaupt. Diese Röhrchenform hat den Vorteil, dass sie relativ gut durchströmbar bleibt, selbst wenn sich da Schmutz ablagern sollte. Was wir aber natürlich verhindern wollen, indem wir die ganzen Filtermatten erstmal davor schalten, vom Wasserfluss aus gesehen. Das Problem bei diesen Tonröhrchen ist, Ton ist porös, ja, aber das geht besser. Eines der Materialien, die ganz lange da auch wirklich auf Platz 1 waren, was Porosität angeht und was theoretische Oberfläche für die Besiedlung von Bakterien angeht, ist Cera Siporax. Das sieht jetzt auf den ersten Blick gar nicht so viel anders aus. Ich hole das einmal hier raus.
Ja, man könnte meinen, das sind auch einfach so Tonröhrchen, sind es aber nicht. Das ist kein Ton, dieses Material, sondern das ist Glas. Das ist gesintertes Glas. Und gesintertes Glas durch diesen Vorgang des Sinterns, ich verlinke euch auch mal einen Wikipedia-Artikel dazu unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch das mal genau durchlesen, was das bedeutet und wie das gemacht wird, ist diese Oberfläche exorbitant viel größer als die einer normalen Tonröhre. Hier hinten auf der Verpackung steht das auch drauf. Jetzt ist natürlich fraglich, inwiefern man diesem Werbeaufdruck Glauben schenken sollte. Ich kann das nicht nachprüfen. Ich kann das jetzt nicht messen. Ich habe kein Elektronenrastermikroskop, mit dem man sich das mal genau anschauen könnte. Ich glaube sehr an dieser Stelle aber auf jeden Fall, dass die Oberfläche größer ist. Das ist durch das Herstellungsverfahren bereits gegeben. Sera gibt an, dass 1 Liter Siporax ungefähr der Menge oder der Oberfläche von 34 Litern von diesem Zeug entspricht. Gehen wir mal davon aus, das sei auch 1 Liter, ich weiß es nicht genau, aber sagen wir mal 1 Liter hiervon und jetzt 34 Tüten von denen. Und das ist dann die gleiche Filteroberfläche. Du siehst also, warum dieses Material effektiver ist. Außerdem finde ich es gut, dass das direkt in so einem Säckchen kommt. Ansonsten hätte ich dir nämlich im nächsten Schritt auch noch nahegelegt, dir mal solche Filtersäckchen anzuschaffen. Das sind einfach so kleine Mesh-Säckchen, wo man das biologische Filtermaterial reinmachen kann. Dann kann man das Ganze einfach ein bisschen besser handhaben, weil man kann es halt am Stück rausnehmen und es fällt eventuell nichts durch diese kleinen Lücken durch. Kann alles mal passieren. Ist auf jeden Fall nett, wenn man so Filtermaterial in solchen kleinen Säckchen hat. Ist übrigens auch für Aktivkohle sehr wichtig, kommen wir gleich noch zu. Also, das ist Option Nummer 1, die ich empfehlen würde. Option Nummer 2, die ebenfalls als extremst effektiv gilt, ist SeaChem Matrix. SeaChem sagt von sich selber, dass sie das poröseste Material überhaupt sind, also auch besser als Siporax. Wie gesagt, kann ich jetzt wieder nicht beurteilen. Ich würde einfach mal behaupten, wenn du eins von diesen beiden benutzt, machst du nichts falsch. Matrix sieht aber ganz anders aus. Matrix sieht nämlich so aus wie so ein paar kleine Lavasteinchen. Ja, aber diese Steinchen, auch durch das entsprechende Herstellungsverfahren, haben eine extremst große Oberfläche, die sicherlich mit der von Siporax mithalten kann. Du wirst mit beiden Materialien gut dabei sein und mit beiden Materialien eine extrem effektive biologische Filterung besitzen. Und deshalb eben auch der Punkt, du brauchst davon nicht mehr. Und ich werde nämlich jetzt hier den Biomaster mit dem Matrix bestücken. Das heißt, dieses Material kommt jetzt noch oben in die allerletzte Kammer und dazu brauche ich nämlich tatsächlich jetzt ein Säckchen, weil so lose würde ich das da nicht reintun. Da sind halt ein paar kleinere Steinchen dabei, die könnten dann durch dieses Gitter durchfallen. Das ist ein bisschen blöde. Und deshalb nehmen wir dazu eben solche Filtersäckchen hier. Da füllen wir das Ganze jetzt einfach ein. Jetzt haben wir hier so ein Säckchen fertig. Das können wir jetzt einfach hier oben so reinlegen. Ich zeige euch das jetzt nochmal hier so. Und ich mache jetzt einfach noch so ein zweites kleines Säckchen fertig. Das können wir dann noch daneben legen. Dann haben wir diese obere Kammer halt schön flach mit dem Material ausgelegt. So, das ist jetzt also meine oberste Filterkammer, wirklich die alleroberste, die also zuletzt vom Wasser umspült wird. Das Wasser ist an dieser Stelle dann schon maximal sauber, also sauber im Sinne von, es befinden sich keine Partikel mehr dort drin und dann kann hier das biologische Material in aller Ruhe seine Biologie-Magie wirken lassen und das ganze Wasser kommt dann eben auch vernünftig biologisch gefiltert wieder oben raus. Jetzt kommt oben drauf noch der vorhin schon angesprochene Deckel hier und dann ist unser Filter nämlich wieder fertig. Jetzt haben wir also den grundsätzlichen Filteraufbau einmal optimiert. Was jetzt noch übrig bleibt ist, ich habe dir ja gezeigt, in dieser Filterkammer, wo der dünne Schwamm drin ist, habe ich jetzt noch ein bisschen Platz. Das muss natürlich bei deinem Filter nicht zwangsläufig so sein, wenn du jetzt nicht gerade einen Biomaster hier einsetzt. Für mich ist das aber jetzt optimal, weil ich kann diesen Bereich hier jetzt noch nutzen für Spezialfiltermedien. Und damit meine ich verschiedene Sachen, die verschiedene Zwecke erfüllen. Das kann zum Beispiel Aktivkohle sein. Aktivkohle ist halt super dafür, um mehr oder weniger alles an chemischen Varianten aus dem Wasser rauszufiltern. Das heißt, Aktivkohle wird zum Beispiel mal dann eingesetzt, wenn du Medikamente in deinem Aquarium verwendet hast. Wenn du danach 1-2 Wochen über Aktivkohle filterst, sind die auf jeden Fall restlos wieder raus. Aktivkohle kann auch dabei helfen, ein Wasser wirklich absolut kristallklar zu machen, wenn du vielleicht immer das Problem mit einer leichten Trübung oder mit einer leichten Gelb-Braun-Färbung hast durch deine Wurzeln. Zum Thema Aktivkohle als Filtermaterial habe ich auch schon mal ein separates Video gemacht, was du dir auf jeden Fall anschauen solltest, bevor du Aktivkohle einsetzt, denn du solltest dabei so ein paar Sachen beachten. Das findest du jetzt oben rechts in der Ecke, das Video. Was du hier auch einsetzen könntest, wäre eine Filterwatte, also etwas, was noch feiner ist als dieser Filterschwamm hier. Und dazu gibt es einmal, ich hatte das so ein bisschen außerhalb liegen, weil das ist viel, so diese klassische Filterwatte, in diesem Fall ist das jetzt hier eine JBL Symec. Das ist übrigens ganz lustig, das ist eine Packungsgröße von 500 Gramm.
Ja, als ich dachte, ich bestelle 500 Gramm, habe ich ehrlich gesagt an weniger Masse gedacht als an das hier. Aber sowas kann man da zum Beispiel noch zusätzlich einsetzen. Da reißt man sich einfach so ein Stückchen von ab und dann packt man die hier mit rein. Das Ganze ist also dann eine nochmal feinere Filterung. Du musst allerdings bedenken, dass so eine super feine Filterung wie mit so einer Watte sich tatsächlich relativ schnell zusetzt und die muss dann einfach getauscht werden. Die kannst du ja theoretisch auswaschen, aber du siehst auch, wie viel Masse man hier bekommt. Das heißt, die kannst du auch einfach gegen neue Watte tauschen. Wenn wir unseren Filter jetzt schon so dahingehend optimiert haben, dann setzt sie sich auch vielleicht gar nicht mehr so schnell zu, weil man einfach hier jetzt schon möglichst sauberes Wasser hat. Eine andere Möglichkeit wäre, ein ultra feines Filtermaterial einzusetzen. Symec Micro ist da so ein kleiner Geheimtipp, weil das Zeug filtert alles raus. Das ist so ultra fein, dass damit wirklich alles Mögliche rausgefiltert wird und das wird zum Beispiel gerne benutzt vor einem Final Shot. So 1-2 Tage bevor der Final Shot kommt, setzt du das Zeug mit in den Filter rein und das Wasser ist so klar, wie du es noch nie vorher hattest. Das ist halt wirklich so eine Matte, die du dir dann entsprechend zuschneiden musst und die schneidest du dir dann einfach hier auf Größe dieses Trays zu und legst das rein. Kleiner Tipp dazu noch, schneide das, was du ausschneidest hier für den Tray, ein bisschen kleiner, sodass ringsherum noch, weiß ich, einen halben Zentimeter oder 1 Zentimeter Luft ist. Dann setzt sich das Ganze nämlich nicht ganz so extrem schnell zu und du hast noch vergleichsweise viel Wasserdurchfluss, weil das verringert den Wasserdurchfluss wirklich deutlich. Oder etwas Drittes, was du hier noch gut einsetzen könntest und was ich hier auch wieder einsetzen werde, weil ich großer Fan von diesem Zeug bin, ist Seachem Purigen. Purigen gilt als das einzige Filtermaterial, was in der Lage ist, diese Gelbfärbung von Wurzeln wirklich restlos wegzufiltern. Und das kann ich bestätigen. Wenn man sich das mal anguckt, dann ist das dieses kleine Säckchen hier. Du siehst also, das ist wirklich sehr feines Filtermaterial und ein so ein Säckchen im Filter reicht. Das heißt, das kann jetzt einfach hier drin liegen. Und dann filtert das nochmal zusätzlich alles an Farbstoffen aus meinem Aquarium raus. Das Schöne an diesem Zeug ist, dass es regenerierbar. Das heißt, irgendwann ist das voll. Und dann sieht das übrigens so aus. Ja, also dieses Säckchen Purigen war vorher hier in meinem Biomaster drin und lief jetzt, ja, ich glaube 6-7 Monate. Das ist also völlig durch, ja, das ist völlig zu. Im Vergleich so sollte es eigentlich aussehen. Das heißt, hier kommt jetzt das neue Säckchen rein. Man kann dieses alte Säckchen aber regenerieren. Das wird einfach in Chlorreiniger eingelegt. Genauso wie du beispielsweise auch Glasware in Chlorreiniger einlegen würdest. Und dann zieht das da ein paar Stunden drin und dann sieht das genau wieder so aus und funktioniert auch wieder genauso gut. Das heißt, wenn das einmal zusitzt, nicht wegwerfen, einfach in Chlor reinlegen für ein paar Stunden und dann ist das wieder wie neu und du kannst es weiterverwenden. Ich mache das jetzt auf jeden Fall so mit dem Säckchen Purigen, was hier noch drin liegt. Dann kommt also diese Filterkammer wieder rein und ganz oben drauf jetzt eben die Filterkammer mit dem Seachem Matrix. Und jetzt können wir den Filter hier auch wieder zumachen an dieser Stelle. Und das Ganze ist vernünftig aufgebaut für eine perfekte Filterung. Du siehst also, es gibt durchaus Optimierungsbedarf bei den meisten Außenfiltern. Generell gilt dieser Aufbau tatsächlich auch für Innenfilter. Nur beim Innenfilter hast du natürlich das Problem, dass das Filtervolumen viel, viel geringer ist. Zuletzt möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, den ich euch schon vor einiger Zeit versprochen habe. Und zwar habe ich ja vor einiger Zeit den ADA Superjet hier bekommen. Und bei dem Superjet ist das so, dass der von vornherein mit einer großen Menge Aktivkohle gefiltert kommt und danach das Filtermaterial man entweder austauscht oder es quasi bei der Kohle belässt. Man muss jetzt fairerweise sagen, ADA macht das mit den Filtermaterialien von Haus aus wirklich sehr gut. Denn der ADA-Filter kommt, wenn du ihn kaufst, bestückt mit ganz unten Filterschwämmen. Das ist das BioCube von ADA, das sind einfach kleingeschnittene Filterschwämme, die also die mechanische Filterung ganz unten machen. Danach kommt bei den größeren Filtern ein Biofiltermaterial, bei den kleineren Filtern kommt jetzt direkt Aktivkohle und zwar bis nach oben. Das heißt, unten wird direkt alles mechanisch gefiltert, so wie es sein soll und erst darüber kommt das biologische bzw. chemische Filtermaterial. Das macht ADA also von vornherein richtig. Ich habe den Filter jetzt tatsächlich mit der Aktivkohle, ich glaube 8 Wochen lang betrieben, hier an meinem ADA 60P an dem One-Pot Iwagumi und habe das Ganze jetzt ausgetauscht, die Kohle also rausgenommen. Wie gesagt, zum Thema Kohle, schau dir das Video an, was ich dir schon in der Infokarte verlinkt habe. Habe die Kohle rausgenommen und ersetzt
durch das ADA BioRio. Das ist also das biologische Material von ADA. Das ist auch wieder ein sehr poröses Gestein. Das ist ganz lustig, wenn man das rausholt. Das sieht genauso aus wie der ADA Power Sand. Wahrscheinlich ist es auch das gleiche Gestein, nur dass der Power Sand halt gedüngt ist und das natürlich dann nicht als Filtermaterial. Und das wird dann eben ergänzt hier als Filtermaterial Kohle raus und das BioRio rein. Bei den größeren Superjets ist es so, dass das schon mit dabei ist, dass man also unten BioCube hat, dann BioRio, dann Kohle. Das ist auch der Aufbau, den ich generell empfehlen würde, wenn du Kohle als chemisches Filtermaterial noch einsetzen musst. Die sollte ganz nach oben und zu ganz zuletzt. Hier war es jetzt nur so, dass ich sozusagen in der Filterkammer unter dem Matrix eingesetzt habe, weil die ohnehin noch frei war. Das ist jetzt bauartbedingt für den Biomaster. Bei allen anderen Filtern würde ich dir aber immer dazu raten, wenn du Kohle einsetzen musst, aus welchen Gründen auch immer, mach das zu allerletzt ganz nach oben, damit das Wasser, was an der Kohle ankommt, wirklich so sauber wie möglich ist. Weil Kohle ist halt super klein, also diese Stückchen sind halt sehr klein. Das ist relativ dicht alles. Das hat natürlich auch wieder eine extrem große Oberfläche, aber es ist eben auch relativ dicht und deshalb willst du auf jeden Fall vermeiden, dass an dieser Stelle noch irgendetwas im Wasser drin ist. Das aber vielleicht nochmal so als Fazit zum ADA Superjet, wo man halt wirklich einfach sagen muss, ADA macht das mit den Filtermaterialien wirklich sehr richtig und sehr gut. Kommen wir mal zum Fazit. Was kannst du jetzt tun, um deinen Filter zu optimieren? Zuallererst solltest du dir Gedanken darum machen, wie fließt überhaupt das Wasser in meinem Filter. Mach dir das einmal klar, je nachdem, was für einen Filter du da hast. Hier bei dem Superjet zum Beispiel ist das sehr easy. Das Wasser kommt hier unten rein und kommt da oben wieder raus. Es gibt keine Filterkammern, das ist ein großer Behälter, das heißt, es steigt einfach von unten nach oben durch. Ganz easy. Bei dem Biomaster ist das halt schon ein bisschen komplizierter durch den Vorfilter. Aber mach dir einmal klar, wo fließt das Wasser her, denn nur wenn du weißt, wo das Wasser herfließt, kannst du auch die Reihenfolge deiner Filtermaterialien optimieren. Und dabei gilt dann eben, fang mit Schwämmen an, mit groben Schwämmen und werd dann mit den Schwämmen immer feiner und erst danach setzt du biologisches Filtermaterial ein, damit nämlich dieses genau das tut, was es soll, nämlich biologisch filtern, Schadstoffe abbauen, aber du verhinderst, dass es durch irgendwelchen Schmutz zugesetzt wird, weil der nämlich vorher in den Schwämmen hängen bleibt. Bei einem biologischen Filtermaterial ist wichtig nicht Masse, sondern Oberfläche. Und die größte Oberfläche bietet meiner Meinung nach Cera Siporax oder das Seachem Matrix. Das heißt, diese beiden Materialien würde ich dir hier als Alternative für das biologische Filtermaterial sehr ans Herz legen. Das kommt nach ganz oben und dann hast du eine optimale Filterung für dein Aquarium. Wenn du dann noch zusätzliche Spezialfiltermaterialien einsetzen willst oder musst, sowas wie Purigen, sowas wie Aktivkohle oder aber auch sowas wie zum Beispiel Torfpellets hier, weil du dein Wasser ansäuern möchtest, dann tust du das auch erst danach, nämlich als allerletztes Filtermaterial. Ein Wort noch zum Thema Aquascaping und Filterung. Bisher war ich der Meinung, das habe ich am Anfang des Videos auch kurz gesagt, dass die Filterung für ein Aquascape gar nicht so aufwendig sein muss. Ich habe auch viele meiner Aquarien komplett ohne biologisches Filtermaterial gefahren, sondern nur mit Schwämmen, was auch gut funktioniert hat. Das ist maßgeblich davon abhängig, wie viel Tierbesatz du in deinem Aquarium hast. In einem Pflanzenbecken mit sehr wenig oder gar keinem Tierbesatz ist es auch eigentlich kaum nötig, biologisch zu filtern, weil es fallen nahezu keine Abfallstoffe an. Und es ist ja nicht so, dass in den Schwämmen nicht auch Bakterien siedeln würden. Natürlich hat so ein Schwamm eine sehr viel geringere Oberfläche als sowas wie ein Matrix oder wie ein Siporax. Aber auch dort sind Bakterien, nur eben lange nicht so viele. Das heißt aber auch, wenn ich nur eine ganz geringe Schadstoffbelastung in meinem Aquarium habe, dann ist das biologische Filtermaterial halt auch einfach so ein bisschen Overkill. Und man muss bedenken, dass biologisches Filtermaterial zum Teil auch Nährstoffe aus dem Aquarium wieder rausfiltert und umwandelt. Das heißt, das, was du an Dünger zugibst, bleibt zum Teil im Filter hängen. Nicht komplett, aber zu einem bestimmten Teil. Demgegenüber steht aber natürlich die Theorie, dass du halt mit einem gut aufgebauten Filter wirklich auch ganz problemlos dein Wasser absolut klar und rein bekommst. Denn viele von euch haben ja durchaus das Problem, dass sie halt kein perfekt kristallklares Wasser haben, das aber natürlich immer wollen. Ich habe da ja auch schon mal ein Video drüber gemacht zum Thema, wie kriege ich klares Wasser. Auch das zeige ich dir jetzt mal oben rechts in der Infokarte. Ansonsten findest du alle Videos aber natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Übrigens genauso wie alle Produkte, die ich dir hier empfehlen würde. Das heißt, schau dir auf jeden Fall die Videobeschreibung an, wenn du da mehr zu wissen willst. Aber da ist es ja durchaus so, dass man schon argumentieren kann, ja, aber je sinnvoller ich so einen Filter aufbaue, umso besser ist halt meine Wasserqualität von vornherein. Und da muss ich sagen, mittlerweile bin ich ebenfalls auf diesem Stand, dass ich sage, komm, selbst im Aquascape würde ich immer jetzt tatsächlich zumindest ein bisschen biologisch filtern. Ich meine, du hast gesehen, wie der Aufbau hier war. Fette Filtermatte, dünne Filtermatte, bisschen Biofiltermaterial. Das ist so der Aufbau, den ich hier habe. Da ist tatsächlich der Superjet bereits von Werk aus anders aufgebaut. Denn da habe ich ungefähr so viel
Schwämme, also so viel mechanisches Filtermaterial und so viel biologisches Filtermaterial. Das heißt, ADA fährt da eine andere Strategie. Die sagen, nee, wir wollen halt möglichst fett Biofiltermaterial da drin haben, damit alles an Schadstoffen möglichst komplett abgebaut wird. Es funktioniert beides. Das aber einfach nur so als Fazit, wenn du vor der Entscheidung stehst, wie solltest du deinen Filter entsprechend bestücken. Und ich hoffe, das Video hat dir jetzt einigen Input geliefert, um deinen Filter zu verbessern und um damit natürlich auch deinen Fischen und deiner Wasserhygiene was Gutes zu tun.